Geläufigkeit, Luftführung, Luftdruck, Höhe und Ausdauer. Ich habe mir eine neue Übung ausgedacht und die werden wir heute mal gemeinsam trainieren. Wir gehen es Schritt für Schritt durch, das heißt, du brauchst keine Noten. Solltest du die unbedingt brauchen, schreib mir, ich kann es auch gerne notieren. Also, wir spielen erstmal F-Dur hoch und runter. Für alle, die Klingen spielen, es ist S-Dur. Für uns B-Bläser, F-Dur. Los geht's. 1, 2, 3. Jetzt geht's ein zweites Mal nach oben, allerdings ist dann nicht, wenn wir oben beim F angekommen, der Rückweg angesagt, sondern jetzt kommt der Sprung zu A2 und dann geht's nach unten. Unten haben wir dann nicht das F als erreichten Ton, sondern das E und dann zu F. Also ein kleiner Umweg. Wir spielen es mal, ansonsten drück gerne Stopp und danach kannst du es nachspielen, nachdem du es einmal gehört hast. Los geht's! Also erstmal die Tonleiter, dann die Tonleiter mit Sprung zur Terz und unten der Ausweichton. Und jetzt geht es nochmal nach oben, allerdings nicht der Sprung zum A, sondern zum C und dann nach unten. Das ist der Schritt Nummer 3. Los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, und jetzt kommt letztendlich dann die vierte Stufe, das heißt wir haben am Schluss, wenn wir bei F ankommen, nochmal der Dreiklang nach unten, also die Töne F, C, A, C, F. Jawohl, und jetzt heißt es, wir spielen einmal diese Übung langsam, genau in dem gleichen Tempo, wie wir sie gerade eben hatten. Es wird sicherlich dazu kommen, dass wir einmal zwischenatmen müssen. Schließlich ist die Übung etwas länger. Los geht's! 1, 2, 3. Das war jetzt im gleichbleibenden Tempo einmal gespielt. Letztendlich geht es aber darum, dass wir es schneller spielen können und das Ziel wäre, das Ganze auf einen Atemzug durchzuziehen. Da wir immer die Steigerung haben, erstmal zum A, dann zum C und am Schluss noch den Dreiklang hinterher, kann es natürlich dazu kommen, dass die Luft ausgeht. Dann heißt es für dich zwischenatmen und ansonsten trainieren, damit man es eben schneller spielen kann und am Ende auch auf einen Rutsch durchspielen kann. Und das probieren wir jetzt mal aus. Los geht's. 1, 2. Hui, da kommt man schon zum Punkt, wo es knapp wird. Dranbleiben und durchziehen. Und jetzt zum Schluss von dem Video. Nochmal eine Schippe drauf. Wir werden noch schneller. 1, 2, 3. Jawohl! Und jetzt kannst du letztendlich diese Übung in alle möglichen erdenklichen Tonart übertragen. Ich wünsche dir bei dem Training viel Erfolg. Dranbleiben ist das Motto und am Ende noch gerne ein Like und Abo dalassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.